Zweite SIG-Konferenz am ZEW in Mannheim. Im Rahmen des Forschungsprogramms Strengthening Efficiency and Competitiveness in the European Knowledge Economies, kurz SIG, ging es in diesem Jahr um die Herausforderungen eines umweltschonenden Wachstums. ZEW-Präsident Wolfgang Franz begrüßte rund 200 internationale Experten aus Forschung, Wirtschaft und Politik zur zweitägigen Konferenz. Am ersten Tag trifft sich die Politik mit der Wissenschaft und wir tauschen in einer Podiumsdiskussion Gedanken aus. Aber vorher finden auch zwei Festvorträge statt. Einmal vom baden-württembergischen Umweltminister und zum Zweiten ist es uns gelungen, Herrn Töpfer, der ja allseits bekannt ist, für einen Festvortrag zu gewinnen. Klaus Töpfer, ehemaliger Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und Exekutivdirektor des Institute for Advanced Sustainability Studies, hielt den Eröffnungsvortrag. Wie sieht das denn aus mit der Vielzahl der Krisen, mit denen wir uns gegenwärtig zu beschäftigen haben? Welchen gemeinsamen Nenner haben die denn? Die Krise der Finanzen, der Wirtschaft, der Ernährung, der Umwelt in den verschiedensten Teilbereichen? Hier gibt es eine sehr intensive, klare Verbindung. Sie alle sind ein Offenbarungseid der Kurzfristigkeit. Also grünes Wachstum würde ich zunächst mal nicht sagen, sondern grüne Wirtschaft. Und außerdem würde ich sagen, erforderlich wird auch sein, dass wir eine grüne Gesellschaft dafür haben, nämlich auch die Nachfrage muss damit eingebunden werden. Das SIG-Forschungsprogramm am ZEW wird bis 2016 mit 7,5 Millionen € durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Franz Untersteller, Landesminister für Umwelt, Klima- und Energiewirtschaft, betonte, dass nachhaltiges Wirtschaften auch ein Wachstumsfaktor sei. Wir reden über einen Technologiestandort. Das bedeutet für uns, dass wir eine Riesenchance haben, nämlich ressourceneffiziente Technologien hier entwickeln zu können, produzieren zu können, die dann wiederum auch in anderen Regionen dieser Welt eingesetzt werden können. Und mit der Ausstattung, die wir haben, an Technologien, an Innovationen, an Unternehmen, glaube ich, dass wir hier erhebliche Chancen haben. In der anschließenden Podiumsdiskussion debattierten Forscher und Experten aus der Energiewirtschaft über die Schwierigkeiten und Chancen umweltschonenden Wachstums. Wie kann die Innovationskraft sowie Wettbewerbsfähigkeit Europas, Deutschlands und der Region bewahrt und dabei Ressourcen und Klima geschont werden? Also wir haben ja schon im Jahr 2009 eine Wachstumsstrategie aufgelegt, die auf erneuerbare Energien zum einen und auf Energieeffizienz zum anderen setzt. Wir haben mittlerweile 3 Windparks seitdem entwickelt, arbeiten an weiteren größeren Projekten. Wir gehören seit 10 Jahren zu den großen Biomasse-Stromerzeugern, haben das Biogas-Segment jetzt erschlossen. Den Weg werden wir weitergehen. Ein Hauptziel von SIG ist die Stärkung der Zusammenarbeit von Forschern aller wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen in Europa. Im Rahmen der Konferenz wurden die Zwischenergebnisse der internationalen Teams präsentiert. Derzeit laufen 17 SIG-Projekte weltweit, deren Fäden am ZEW in Mannheim zusammenlaufen.